Willkommen, Flugzeuge sind ein sehr beliebtes Transportmittel und viele Weltrekorde sind mit ihnen verbunden. Von den interessantesten verraten wir Ihnen in diesem Video. Täglich finden rund 100.000 Flüge rund um die Welt statt. Alle 2 bis 3 Sekunden landet oder startet ein Flugzeug und es sind etwa 8.000 bis 9.000 Flugzeuge gleichzeitig am Himmel. Hunderte Millionen Menschen reisen jedes Jahr mit dem Flugzeug, doch viele von ihnen haben immer noch Flugangst. Wenn Sie einer von ihnen sind, sollten Sie die Statistiken beruhigen, denn auf 1 Million Flüge kommt es nur zu einem Unfall und die Todeswahrscheinlichkeit liegt bei 1,8000000. Das ist zwar beruhigend, aber nicht für jeden. Beim Fliegen eines Flugzeugs denken die Leute normalerweise nicht viel darüber nach, wie der Motor funktioniert. Ein Flugzeugtriebwerk ist wahrscheinlich die wichtigste Komponente eines Flugzeugs und muss daher ordnungsgemäß getestet werden, um dies sicherzustellen, die das neu entwickelte Flugzeug sicher in die Luft bringen kann. Es gibt mehrere interessante Kriterien, nach denen Turbofan-Triebwerke für Verkehrsflugzeuge getestet werden. Zunächst werden sie auf eine Ablösung des Schulterblatts getestet. Der Test ähnelt gewissermaßen einer Explosion. Die Aufgabe des Ingenieurs besteht nicht darin, das Flugzeug dazu zu bringen, den normalen Flug fortzusetzen. In diesem Fall geht es vor allem darum, sicherzustellen, dass Bruchstücke und Fragmente des Triebwerks den Rumpf der Gondel nicht beschädigen. Dies ist wichtig, da das Fragment sonst nicht nur die Hülle, sondern auch den in den Tragflächen befindlichen Treibstofftank durchdringen könnte. Mit einem beschädigten Triebwerk kann das Flugzeug noch landen, aber der schnell austretende Treibstoff ist ein weiteres ernstes Problem. Die Turbine ist auf Wasserdichtigkeit geprüft, was notwendig ist, damit das Fliegen bei Sturm kein Problem darstellt. Der Flugzeugmotor wird auch durch Bewerfen mit harten Gegenständen auf Haltbarkeit und Festigkeit getestet. Die Paddel sollten Sie leicht durchtrennen und weiterlaufen. In diesem Fall haben Sie vielleicht gedacht, dass der Test durchgeführt wird, weil Vögel oft an diesen Klingen saugen. Moderne Flugzeuge können kleinen Vögeln im Triebwerk problemlos standhalten. Manchmal stellen solche Kollisionen keine Gefahr dar. In den meisten Fällen sind sich Piloten jedoch sicher, dass bei einer Kollision während des Starts der Flug sofort abgebrochen, das Flugzeug inspiziert und gegebenenfalls repariert wird. Normalerweise geht alles gut und das Flugzeug hebt wieder ab, aber manchmal kommt es auch zu ernsteren Situationen. Unfälle ereignen sich am häufigsten beim Start oder bei der Landung, was logisch ist, wenn man bedenkt, dass Vögel sich tief am Boden aufhalten. 75% der Unfälle ereignen sich in Höhen bis zu 300 Metern, 20% ereignen sich in Höhen zwischen 300 und 1500 Metern und nur 5% der Unfälle ereignen sich in größeren Höhen. Darüber hinaus krachen auch Vögel ins Cockpit, was jedoch nur in 12% aller Fälle vorkommt. In 45% der Fälle gelangen Vögel in den Motor. Natürlich haben die Konstrukteure diese Möglichkeit bei der Entwicklung berücksichtigt. Fakt ist aber, dass in einem solchen Fall manchmal auch die besten Motoren stehen bleiben. Die berühmteste Geschichte mit einem gefiederten Vogel spielte sich 2009 in Nordamerika ab. Ein Airbus A320 Flugzeug startete von einem New Yorker Flughafen und kollidierte mit einem Vogelschwarm. Dadurch gingen beide Triebwerke aus, der Pilot traf sofort die einzig richtige Entscheidung und landete auf der Oberfläche des Hudson River. Die Landung verlief gut, alle 155 Menschen an Bord überlebten. Viele wären in einer solchen Situation in Panik geraten, aber dieser Mann erwies sich als wahrer Held. Jetzt ist es Zeit für Rekorde. Lernen Sie den GE 9115B Motor kennen, den größten Jetmotor der Welt. Es wird hauptsächlich im neuen Großraumflugzeug Boeing 777X zum Einsatz kommen, jeweils eines unter jedem Flügel. An der Vorderseite des Motors befindet sich ein Lüfter mit einem Durchmesser von 3,5 Metern. Berechnen wir den Abstand der Kanten der gegenüberliegenden Klingen. Wenn Sie am Rand der Gondel stehen, können Sie auch mit nach oben ausgestreckter Hand die Oberkante mit den Fingerspitzen nicht berühren. Das 7,5 Meter lange Exemplar wiegt etwa 8 Tonnen und kann einen Schub von 47,5 Tonnen entwickeln, was 95 Tonnen bei der Boeing 777X entspricht. Darüber hinaus konnte das Triebwerk bei Tests einen Schub von 60 Tonnen entwickeln, was einen Rekord unter den Strahltriebwerken darstellt. Wenn Sie jemals in einem Flugzeug geflogen sind, waren Sie während des Fluges wahrscheinlich müde, denn 3 bis 4 Stunden auf engstem Raum zu verbringen, ist eine Herausforderung.
Aber wie wäre es, wenn man einen ganzen zusätzlichen Tag im Flugzeug verbringen würde, ohne den Sitzplatz zu wechseln? Das scheint die Hölle zu sein, aber es gab auch solche Fälle. Am 10.11.2005 absolvierte eine Boeing 777-200 LR den längsten Non-Stop-Flug von Hongkong nach London. Der Flug war 21.602 Kilometer lang und dauerte 22 Stunden und 40 Minuten. Um den Rekord aufzustellen, flogen die Piloten nicht von Ost nach West, sondern von West nach Ost, wodurch sich die Distanz mehr als verdoppelte. Das kann man sich nur vorstellen, nur 2 Piloten hätten den Flug bewältigen können, daher waren an Bord 8 Piloten, die regelmäßig wechselten, außerdem waren 27 Passagiere dabei, darunter 2 Top-Manager der Boeing Corporation und auch Vertreter von General Electric. Für Journalisten aus aller Welt war dies natürlich ein einzigartiger Fall. Allerdings wird der am wenigsten beeindruckende Flug zwischen Singapur und New York mittlerweile auf einer Linienstrecke durchgeführt. Gleichzeitig ist es der längste kommerzielle Flug der Welt. Sie müssen mehr als 18 Stunden im Flugzeug verbringen. Das Flugzeug wird hochfliegen, über Asien, den Pazifischen Ozean und über Alaska fliegen, über Kanada fliegen und schließlich in New York landen. Der Flug wird vom Airbus A350-900 durchgeführt und ist mit hervorragenden Komforträumen für gut betreute Passagiere ausgestattet. Es wäre schwer vorstellbar, einen so langen Flug in einem gewöhnlichen Flugzeug mit unbequemen Sitzen, engen Gängen und endlosen Warteschlangen vor den Toiletten zu ertragen. Sie fragen sich vielleicht, wie ein Flugzeug 18 Stunden lang fliegen kann, ohne dass ihnen die Luft ausgeht und niemand die Fenster öffnet. Tatsächlich wird die Luft, die Sie in einem Flugzeug atmen, vom Triebwerk über Kompressoren zugeführt. Alle Flugzeuge sind mit einer speziellen Vorrichtung ausgestattet, die die Ansammlung atmosphärischer Luft in unmittelbarer Nähe des Decks reduziert. Das Bordluftversorgungssystem ist komplex und besteht aus 3 Teilen. Der erste sorgt für die Aufrechterhaltung des Drucks, der zweite für die Belüftung und der dritte für eine angenehme Temperatur und Klimatisierung. Das Problem der Luft an Bord eines Flugzeugs ist eine unzureichende Luftfeuchtigkeit. Deshalb bieten Flugbegleiter den Passagieren kalte Getränke und Wasser an. Denn in großer Höhe ist der Körper besonders anfällig für Dehydrierung. Viele von Ihnen fragen sich wahrscheinlich, welches das größte Verkehrsflugzeug der Welt ist. Es ist keine Boeing, wie Sie vielleicht denken, sondern ein vierstrahliges Großraum-Doppeldeckerflugzeug vom Typ Airbus A380. Es ist das größte in Massenproduktion hergestellte Transportflugzeug. Es ist 24 Meter hoch, 73 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von 79 Metern. Der Rumpf ist beeindruckend und nicht nur aufgrund seiner Größe ist der Airbus A380 ein sehr luxuriöses Flugzeug. Es hat 2 Stockwerke. In einigen Flugzeugen finden Sie Bars, Fitnessstudios und Casinos. Airbus ist außerdem unglaublich leistungsstark und kann mehr als 15.000 Kilometer nonstop fliegen. Selbst die Geschwindigkeit des Airbus ist nicht niedrig, 900 Stundenkilometer sind nicht schlecht, aber es erreicht bei weitem nicht die Werte des schnellsten Flugzeugs des Flugzeugs Lockheed SR-71, es ist ein strategisches Aufklärungsflugzeug amerikanischer Vormachtstellung. Im Jahr 1976, als seine Produktion ihren Höhepunkt erreichte, brach es einen der Geschwindigkeitsrekorde von 3.530 Kilometern pro Stunde, was fast der dreifachen Schallgeschwindigkeit entspricht. Es ist nahezu unmöglich, sie zu verfolgen und mit einer Rakete zu treffen. Darüber hinaus ist es in der Lage, bis zu einer Höhe von 26 Kilometern zu steigen. Zum Vergleich, große Zivilflugzeuge fliegen normalerweise in einer Höhe von 9 bis 12 Kilometern. Dieses Flugzeug erregt ebenfalls Aufmerksamkeit, es scheint, dass es mit einer Art Superwaffe ausgestattet ist, um die ganze Stadt zu zerstören, aber das ist nicht der Fall. Der Explorer ist nicht für den Kampfeinsatz, sondern für die Aufnahme von Luftaufnahmen gedacht. Heute wird der Blackbird nicht mehr produziert, er wurde 1998 ausgemustert. Es wurden 23 Einheiten produziert. Und nun die phänomenale Bilanz eines zweimonatigen Fluges. Ja, es ist kaum zu glauben, aber es ist passiert. Dieser erstaunliche Rekord wurde 1958 von einer Cessna 172 aufgestellt, die von Bob Tim und John Cock gesteuert wurde und den Weltrekord für den längsten Non-Stop-Flug brechen wollte. Damals waren es 46 Tage, die Piloten wollten dann den Rekord,
dass sie 18 Tage länger in der Luft blieben, also 64 Tage 22 Stunden und 19 Minuten, und zwar so lange, dass sie keinen festen Boden unter den Füßen spürten. Während einer das Flugzeug steuerte, ruhte sich der andere aus. Mit der Treibstoff- und Lebensmittelversorgung war es komplizierter. Das Flugzeug musste stark sinken, die Geschwindigkeit reduzieren und auf die gleiche Ebene wie das Flugzeug mit Vorräten kommen, aber dennoch war der 64-tägige Flug ein voller Erfolg. Alle erreichten, was sie wollten. Bob und John betraten das Flugzeug Guinness Buch der Rekorde und bekamen ein schönes Honorar. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist dieser Rekord ungebrochen, obwohl Flugzeuge in dieser Zeit viel komfortabler und sicherer geworden sind. Vielleicht lässt sich das erklären, dass Technologie bei solchen Abenteuern nicht das Wichtigste ist, aber um sich bereit zu erklären, 2 Monate lang freiwillig in der Luft zu siegen, muss man schon ein bisschen verrückt sein. Danke fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, damit Sie kein neues Video verpassen.